Guten Tag, heute geht's um meinen Gameboy. Ach, der gute alte Gameboy. Die 90er waren in einigen Belangen doch einfach geiler. Ich erinnere mich noch heute, rund 25 Jahre später, wie ich damals meine Mutter überredete, mir so einen Teil zu kaufen und wir daraufhin quasi direkt in die Stadt gefahren sind. Ich sehe die Verpackung in der Einkaufstüte ernsthaft noch vor meinem geistigen Auge. Das ist lange her. Und den Gameboy von damals, den gibt's leider nicht mehr. Genauso wenig wie meinen C64 oder meinen alten Amiga. Aus heutiger Sicht macht mich das ehrlich gesagt unfassbar traurig, dass wir die Geräte irgendwann einfach entsorgt haben. Aber es gibt ja heutzutage zum Glück Internetoptionen und genau aus so einer stammt auch dieser Gameboy. Auch er hat mit Sicherheit bessere Zeiten gesehen, überall klebt Schnodder, er ist zerkratzt, das Display funktioniert nicht richtig. Zeit, dem Kleinen die Behandlung zukommen zu lassen, die ihm gebührt. Bevor wir uns das Innere vornehmen und schauen, ob wir das Display wieder vollständig ins Laufen bekommen, ist es erstmal an der Zeit, den gröbsten Schnodder loszuwerden. Um die Oberfläche nicht zu hart ranzunehmen, verwende ich hier einfach Glasreiniger und etwas Küchenrolle. Damit bekommt man schon erstaunlich viel weggeschrubbt. 100% sauber muss er dabei gar nicht werden. Gerade die Stellen um die Tasten herum kann man gründlich reinigen, sobald das Gehäuse einmal offen ist. Für die feinen Rillen kann man einen kleinen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen. Damit einfach die feuchte Küchenrolle in die Fugen drücken, aber Vorsicht, wenn man abrutscht, riskiert man hier Kratzer. Im Zweifel statt des Schraubenziehers eher einen Gegenstand aus Kunststoff verwenden. Ich hatte allerdings leider gerade nichts Passendes zur Hand. Das viele Putzen hat wirklich einiges gebracht, auch wenn immer noch ein bisschen Schnodder hier und da vorhanden ist. Beim Display hingegen ist der meiste Dreck auf der Innenseite, aber auch dafür habe ich eine Lösung. Aber dazu später mehr. Auf geht's. Auf der Rückseite befinden sich insgesamt 6 sogenannte Tri-Wing-Schrauben. Dafür braucht man einen Spezialschraubendreher. Die bekommt man aber heute schon für eine schmale Mark im Internet. Ich habe für mein Set hier jetzt zwar 15 € bezahlt, einen einzelnen Schraubenzieher bekommt man aber auch bereits für 3 €. Und wenn die Schrauben dann erstmal raus sind, heißt es Vorsicht, denn da ist ein Flachbandkabel, wie ihr sehen könnt. Das sollte man im besten Fall nicht abreißen. Ehrlich gesagt muss man es eigentlich gar nicht abmachen, man kann es sogar dran lassen. Das habe ich allerdings tatsächlich erst später herausgefunden, deshalb habe ich hier noch versucht, es vorsichtig rauszuziehen. Wenn man das machen möchte, man kann den Gameboy halt so aufbiegen, das ist überhaupt kein Problem. Und dann kann man halt eben zum Beispiel mit einer Zange daran und vorsichtig von beiden Seiten das Kabel frei rütteln. Er sitzt relativ fest, geht aber dann ganz gut. Aber wie gesagt, man muss es nicht unbedingt machen. Naja, und so sieht er dann eben von innen aus. 90er Jahre Technik. In dem Fall Copyright 1989 bei Nintendo. Um die Platine zu lösen, müssen jetzt noch einige Schrauben gelöst werden. Das sind allerdings ganz normale Kreuzschlitzschrauben, nichts Besonderes. So, und wenn man jetzt schon mal ganz gut an die Vorderseite kommt, heißt es wieder reinigen. Wie man sieht, sieht man hier noch jede Menge Schnodder, der sich da innen abgesetzt hat. Ich verwende dazu einen kleinen Pinsel aus dem Fotobereich und ein bisschen Druckluft, um den Staub wegzupusten. Tja, und dann ging es an den wesentlichen Part, den Versuch, das Display zu reparieren. Wie man hier sieht, durch ein bisschen Rumdrücken auf dieser kleinen Gummiabdeckung, sieht man, dass sich ein bisschen was im Display verändert. Da hatte ich die Hoffnung, dass man es vielleicht tatsächlich noch wieder hinbiegen kann. Im ersten Schritt mussten wir dieses kleine Gummi entfernen. Das ist mit einem doppelseitigen Klebeband aufgebracht. Lässt sich aber ganz gut entfernen. Das Klebeband ist hingegen ein bisschen hartnäckiger. Wenn man da vorsichtig von der Seite zum Beispiel mit einem Schraubenzieher rangeht, kann man das aber auch ganz gut anlösen und dann im zweiten Schritt vorsichtig mit den Fingern abziehen. Oder man nimmt sich bei etwas gröberen Fingern wie meinen so eine Zange zur Hilfe.
Nochmal schauen. Ja, ist immer noch kaputt. Also Lötkolben an. Und dann die Stunde der Wahrheit. Vorab, ich habe kein wirkliches Profi-Equipment. Der Lötkolben ist eher Variante günstig und auch das andere Zeug, was ich hier so rumstehen habe und benutze, ist alles andere als Profi-Werkzeug. Warum ich das sage, ich möchte einfach jeden ermutigen, der auch Lust dazu hat, sowas zu probieren, es halt einfach zu machen. Im Zweifel ist der Gameboy halt kaputt, das ist ärgerlich, aber er gibt wahrscheinlich Schlimmeres. Insofern einfach mal probieren. Im besten Fall funktioniert's. Das war auch mein Motto. Zur Herangehensweise. Die Lötstation steht ungefähr auf 300 Grad. Wichtig ist hierbei Geduld, Geduld, Geduld und Gleichmäßigkeit. Anders als ich das anfangs noch gemacht habe, zahlt es sich aus, den Lötkolben schön kreisend, schön langsam, schön gleichmäßig an der betroffenen Stelle zu bewegen. Dadurch wird das Lötzinn weich und der Kontakt wird wiederhergestellt. Im ersten Moment dachte ich noch, dass das saftig in die Hose geht, weil das Problem eher schlimmer als besser wurde. Aber dann, nach einer ganzen Weile, sah es plötzlich ganz gut aus und die Streifen verschwanden. Bis auf den einen auf der rechten Seite. Der wollte so gar nicht gehen. Im Gegenteil, es kamen langsam neue hinzu, aber dann irgendwann fing er an zu flackern. Und das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Das, was ihr hier jetzt in ein paar Sekunden gesehen habt, das sind ungefähr 15 Minuten Arbeit. Und ich kann vorwegnehmen, auch wenn es hier noch ein bisschen flackert, am Ende hat es tatsächlich funktioniert. Und heute, wo ich das Video schneide, da sind 4 Tage vergangen und in den 4 Tagen ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Ich würde deshalb sagen, die Reparatur war also erfolgreich. Nun wieder alles zusammenbauen und dazu gehört auch dieser kleine Gummistreifen. Da habe ich punktuell ein neues doppelseitiges Klebeband drauf gemacht, weil das alte nicht mehr halten wollte. Punktuell nur deshalb, damit ich im Fall der Fälle den Streifen wieder einigermaßen leicht lösen kann. Und dann war da ja noch das alte, ziemlich zerkratzte Display. Das ließ sich zumindest relativ simpel lösen. Das kann man einfach rausdrücken, das hat nicht viel Widerstand geboten. Auch dafür kann man heute günstigen Ersatz finden. Im Internet habe ich für nur 3 € inklusive Versand diese dunkelgraue Variante ersteigert. Um die neue Abdeckung befestigen zu können, mussten erstmal die Klebereste entfernt werden. Ich habe dafür Teilereiniger verwendet, das ist allerdings nur bedingt empfehlenswert, weil das Zeug relativ aggressiv ist und man genau aufpassen muss, wo das überall drankommt. Es kann nämlich durchaus sein, dass das die Beschriftung auf der Gameboy-Oberseite wegätzt. Stattdessen könnte man es auch mit Glasreiniger probieren oder vielleicht alternativ WD-40. Bei mir waren es etwa 3 Durchgänge und danach war eigentlich das Gröbste entfernt und ich konnte das neue Display einkleben. Das kleine Kunststoffteil ist selbstklebend, einfach die Folie ablösen, aufsetzen und eindrücken. Noch die oberste Folie ablösen. Und in meinem Fall den kleinen Nupsi hier entfernen. Fertig. Danach ging es dann wieder ans Zusammenbauen. Ich habe diese kleine Schutzpappe entfernt, die ihr übrigens auch verwenden solltet, wenn ihr das Gerät einschaltet, während ihr daran am Arbeiten seid. Einfach um zu vermeiden, dass es da einen Kurzschluss geben könnte, beziehungsweise Kontakte aneinander kommen, die nicht aneinander sein sollten. Naja, und wie ihr hier seht, habe ich da das Flachbandkabel bereits wieder dran. Das nochmal, um an den Anfang zurückzuspringen. Man hätte es nicht unbedingt abmachen müssen. Aber so ließ es sich für meinen Geschmack einfacher arbeiten, aber das ist am Ende dann eure Entscheidung, wie ihr es lieber habt. Schrauben fest, Batterien rein und dann nochmal ein allerletzter Check, ob denn auch wirklich alles funktioniert, bevor das Gehäuse wieder zugeschraubt wird. Und dann war es soweit.
Ich muss echt zugeben, ich bin echt schwerst euphorisiert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich war im ersten Moment ein bisschen erschrocken, als die Probleme auf dem Display eher zunahmen, als dass sie abnahmen. Am Ende hat es dann tatsächlich doch ganz gut funktioniert und der Game Boy, naja, er sieht vielleicht nicht aus wie am ersten Tag und man könnte hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr polieren. Ja, aber ganz ehrlich, das ist schon ganz cool, so wie es jetzt ist. Und ich muss wirklich sagen, es macht echt Laune, nach so einer langen Zeit nochmal eine Runde Tetris zu daddeln. Oder Super Mario Land oder ich weiß nicht was. Es ist einfach, ja, es kommen alte Erinnerungen hoch und es macht halt echt Laune. Und ich würde sagen, die Investition daran hat sich echt gelohnt. Und damit noch zu einem kleinen Fazit. Ich habe euch hier mal die Kosten aufgeschlüsselt. Der Game Boy 37 € im Netz. Das Spieleset, was ihr gesehen habt, im Hintergrund 32. Das Display nur 3 €, also dieses Cover. Das Werkzeugset habe ich 15 € bezahlt, aber so ein Schraubenzieher kriegt man auch bereits für 3 €. Neben diesem Tri-Wing-Schraubenzieher braucht ihr noch einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen Lötkolben, Klebeband, Glasreiniger, Tücher und WD-40 oder irgendwas anderes, womit sich Klebereste gut entfernen lassen. Leute, das war's. Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann habt ihr wahrscheinlich das ganze Video gesehen und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ich habe nicht zu viel Bullshit gelabert. Ich würde mich freuen, wenn ihr wiederkommt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ich würde mich auch noch viel mehr freuen, wenn ihr ein Abo abschließt. Und wenn ihr einen Kommentar habt, immer gerne her damit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.